Hallo und herzlich willkommen zur Fortbildung Open Innovation Manager. In diesem Modul befassen wir uns mit dem Thema Megatrends. Unternehmen agieren heutzutage mehr denn je in einem Umfeld komplexer Entwicklung und Herausforderungen, wie dem schnellen technologischen Wandel, der digitalen Transformation und der umfassenden Vernetzung. Aspekte wie Industrie 4.0, Internet der Dinge, Robotik und künstliche Intelligenz verändern die Art, wie Unternehmen funktionieren und wirtschaften. Aus diesem technologischen Wandel resultiert ausgeprägter Wettbewerbs- und Innovationsdruck. Aber auch gesellschaftliche Veränderungen prägen die Wirtschaft. So führt der demografische Wandel zu umfangreichem Fachkräftemangel in vielen Unternehmen. Weil es nicht mehr ausreichend viele Kandidatinnen gibt, bleiben Stellen lange unbesetzt, was den Kampf um Talente unter den Unternehmen weiter erhöht. Zu den größten Trends unserer Zeit gehört auch die nachhaltige Transformation. Sie geht mit steigenden Anforderungen in Bezug auf Klima- und Umweltschutz einher und führt zu neuen Denkmustern wie dem Ansatz der Kreislaufwirtschaft. Dies sind nur ausgewählte Beispiele für bedeutende Trends. Eine ausführliche Übersicht zu elementaren Entwicklungen finden Sie im Trendbuch Innovation. Auf einer übersichtlichen Trendmap sind 7 Makro- und 20 Mikrotrends in Verbindung mit zentralen Aspekten dargestellt. Hinzu kommen jedoch auch politische Entwicklungen, die das wirtschaftliche Umfeld erheblich prägen. Man sagt daher, dass Unternehmen in einem Umfeld agieren, das man mit der Abkürzung VUCA bezeichnen kann. VUCA steht dabei für Volatility, Uncertainty, Complexity und Ambiguity. Das heißt übersetzt Unbeständigkeit, Unsicherheit, Komplexität und Mehrdeutigkeit. Wie immer bei großen Trends stellen all diese Entwicklungen und Herausforderungen auch Chancen für Unternehmen dar. Um sie zu identifizieren, zu verstehen und eine Einschätzung hinsichtlich ihrer Relevanz vornehmen zu können, braucht es daher geeignete Instrumente. Jedes Unternehmen sollte daher sicherstellen, dass es von relevanten Trends erfährt und diese dann hinsichtlich seiner Chancen und Risiken in Bezug auf das eigene Geschäftsmodell bewertet. Aber wie bewertet man einen Trend? Ein bekanntes Instrument zur Trendbewertung ist der Hype-Cycle des Marktforschungsinstituts Gartner. Technische Entwicklung und Innovationen verlaufen demnach in einer immer ähnlichen Kurve, dem Hype-Cycle. Als Hype wird eine kurzfristige Hysterie um ein Thema bzw. eine Technologie bezeichnet. Der Hype-Cycle ist dabei eine vereinfachte Darstellung der öffentlichen Wahrnehmung und Potenzialbewertung von Technologien und Innovationen. Und das im zeitlichen Verlauf von der Entstehung bis zur Marktreife. Die Hype-Cycle-Kurve verläuft dabei nach folgendem Schema. Zu Beginn steht ein technologischer Auslöser, der das Thema für die Öffentlichkeit sichtbar macht und auf breites Interesse des Fachpublikums stößt. Meist werden hier erste Forschungsergebnisse oder Prototypen sowie erfolgversprechende Anwendungsfelder für die Zukunft vorgestellt. Dann folgt eine schnelle Abfolge von Über- und Unterbewertungen, die einen festen Bestandteil des Lebenszyklus der Innovation abbilden. Die Erwartungen steigen zunächst extrem an. Der sogenannte Gipfel der überzogenen Erwartungen beschreibt den Höhepunkt der öffentlichen Aufmerksamkeit. Investitionsinteresse und Medienberichterstattung befinden sich nun auf einem Höchststand und Unternehmen beginnen, die Technologie für ihre eigenen Innovationen aufzugreifen. Hier werden nun erste Produkte und Anwendungen im Markt eingeführt, die Technologie sind zu diesem Zeitpunkt jedoch noch unausgereift. Die zuvor überbewertete Technologie zeigt nun ihre Schwachstellen und die Aufmerksamkeit darauf sinkt. Viele InvestorInnen und NutzerInnen wenden sich in diesem Zuge ab und zahlreiche erste Anwendungen werden wieder eingestellt. Auch die Berichterstattung über das Technologiefeld verringert sich stark. Ein Tiefpunkt wird nun erreicht. Für einen Teil dieser Technologien bedeutet dies den Ausstieg aus dem Hype und damit ein Ende. Man spricht dann vom Exit. Für einen anderen Teil aber laufen trotz des Abflachens des öffentlichen Interesses die Forschung und Entwicklungsarbeit im Hintergrund weiter. Jenseits der medialen Aufmerksamkeit entsteht dann ein realitätsnahes Bewusstsein dafür, welche Chancen und Grenzen diesem Technologiefeld wirklich bestehen. Auf dem sogenannten Pfad der Erleuchtung wird das Technologiefeld auf seine Stärken und Schwächen betrachtet und verbesserte Anwendungen entstehen. Und eine zweite oder dritte Generation marktreifer Produkte wird von mutigen Unternehmen eingeführt. Diese Vorreiter sind die Early Adopter, also frühe Anwender. Spätestens hier rücken Innovationen wieder in den Fokus der Aufmerksamkeit. Nachdem die Technologie mehrfach erfolgreich angewendet wurde, erreicht sie das sogenannte Plateau der Produktivität. Jetzt wird sie bei ca. 20-30% des Massenmarkts umgesetzt.
In diesem Punkt rückt die Technologie auch wieder zurück in den Blick der KritikerInnen, die ihr eigentlich keine große Chance eingeräumt hatten. Die Auswirkungen eines Trends können zum Beispiel mit den sogenannten Impact-Mapping-Methoden analysiert werden. Trends zu verfolgen und zu bewerten, ist für ein Unternehmen also eine komplexe Angelegenheit. Es empfiehlt sich daher, ein Trendradar zu implementieren, um wesentliche Entwicklungen, zum Beispiel neue Technologien oder gesellschaftliche Trends, möglichst frühzeitig zu identifizieren. Auf dieser Basis kann das Unternehmen dann entscheiden, wie es darauf reagieren möchte. Ein Beispiel. Lange Zeit hat sich die Virtual Reality Technologie oder VR im Teil der Tränen des Hype-Cycles befunden. Durch technologische Weiterentwicklungen im Bereich der VR-Brillen sowie neue Anwendungsbereiche kommt die Technologie nun wieder in Schwung. So stellt sich ein Zulieferunternehmen im führenden internationalen Automobilkundennetz nun die Frage, inwieweit die Technologie Vorteile bringen kann, zum Beispiel in der eigenen Produktion. Ein mögliches Ergebnis der Analyse kann hierbei sein, dass der neue Trend für das eigene Geschäftsmodell relevant ist, entweder als wirtschaftliche Chance, die man ergreifen könnte, oder als Risiko, mit dem man umgehen muss. Jedes Unternehmen ist in einem anderen Kontext, zum Beispiel in einer anderen Branche tätig und benötigt daher ein individuelles Trendradar. Damit sind wir bereits am Ende dieses Moduls angekommen. Vielen Dank, dass Sie beim Thema Megatrends dabei waren. Schauen Sie sich auch die anderen Module unserer Fortbildung Open Innovation Manager an.